Ja, ich fände das ganz ehrlich völlig sinnfrei. Leute machen die Erfahrung, wenn sie die machen, völlig unabhängig von dem Alter, in dem sie das machen sollen. Ich finde, das Alter ab 18 ist okay. Dann ist man etwas reifer. Nee, finde ich gar nicht gut. Finde ich gar nicht gut, muss ich ehrlich sagen, weil, wie gesagt, ich hatte jetzt auch so viel Spaß mit 16, da hat man sich so drauf gefreut. Das war so das Erste, bevor man 18 wird mit dem Autofahren. Also, und es ging auch trotzdem. Also ich meine, ich glaube, ich habe es trotzdem gut überlebt, auch wenn es 16 Alkohol ist. Bier, Wein und Sekt erst mit 18 kaufen dürfen. Das fordert der Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Wie finden die Leute das? Der Maintower Street Check in Frankfurt. Naja, also ich finde 16 ist eigentlich schon passend für Sekt, Wein und Bier. Ich meine, klar, Schnaps und so, das ist natürlich alles klar, aber ich finde, gerade die Jugendlichen sollten schon auch, klar, zum Alkoholmissbrauch ist es vielleicht nicht so gut, aber es spricht ja nichts dagegen, wenn man mal abends ein Bierchen trinkt oder so. Die Jugend hat zurzeit genügend zu tun und das jetzt noch wegzunehmen, weiß ich nicht, den weiter immer Beschränkungen zu geben. Die müssen in die Schule, dann haben sie wieder Homeoffice, dann dürfen sie das nicht, dann dürfen sie das nicht. Finde ich jetzt nicht notwendig, dass man das Alter erhöht. Also ab 16 habe ich es auch getrunken und würde es auch so beibehalten. Ich habe meine Erfahrungen in einem Umfeld gemacht, in dem ich Leute hatte, denen ich vertraut habe, in dem das eben gut funktioniert hat, auch wenn ich mich an dem Abend nicht so gut unter Kontrolle hatte. Im vergangenen Jahr hat das Statistische Bundesamt Zahlen von 2019 veröffentlicht zum Alkoholkonsum. Das Erschreckende: mehr als 14.000 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren mussten wegen akuten Alkoholmissbrauchs, also einer Alkoholvergiftung, ins Krankenhaus. Und mehr als jeder 5. davon war unter 15. Bier, Wein und Sekt erst ab 18. Was sagt ihr dazu? Finde ich nicht verkehrt. Also ich glaube, in den USA ist, glaube ich, sogar ab 21 alles. Ne? Es gibt natürlich auch viele Jugendliche, die ein bisschen zu viel trinken schon und ja, das als Gewohnheit auch tun. Da ist es natürlich nicht gut. Ein Bierchen oder ein Glas Wein, das ist kein Problem. Solange es nicht ausartet, warum nicht? Nicht nur das Kaufalter soll auf 18 erhöht werden, der Sucht- und Drogenbeauftragte ist auch gegen das begleitete Trinken, also das Bierchen oder Sektchen im Familienkreis, was ja schon ab 14 erlaubt ist. Der Zugang zu Alkohol sei dem Politiker zu einfach. Aber ist eine Anhebung des Erwerbsalters auf 18 bei Bier, Wein und Sekt sinnvoll, damit junge Menschen einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol lernen? Das führt dazu natürlich, dass die Kinder dann in die Illegalität gehen und machen das heimlich. Und das ist gar keine gute Idee. Weil dann müssen sie ihre Kinder dann hinter irgendwelchen Müllcontainern abholen. Ich habe auch lauter ältere Freunde gehabt und habe dann trotzdem den Alkohol oder so bekommen. Also es ändert sich letztendlich nichts. Es ist ja nicht so, als würden 17-Jährige nur 17-Jährige und 16-Jährige nur 16-Jährige kennen. Man kommt an den Alkohol sowieso dran. Man kann das ja mit diesen Zigaretten zum Beispiel vergleichen. Da braucht man ja auch den Perso. Und wenn überall halt kontrolliert wird, denke ich schon, dass das sinnvoll ist. Ich spiele meine Schwester anschaue, die hat auch ältere Freunde und dann kaufen halt denen den Alkohol und dann geht's so wie jetzt auch. Ja, weil man dann bestimmt eine Freundin hat oder einen Freund, der dann kurz mal in den Laden geht und es für einen besorgen kann. Ob der erschwerte Zugang zu Alkohol für Minderjährige Wirkung hätte, bliebe abzuwarten. Denn wie einige bei unserem Streetcheck gesagt haben, wer es wirklich drauf anlegt, der kommt auch an Alkohol dran.